Alltag strukturieren und Ruhe reinbringen. Warum kann das helfen bei Neurodermitis und was kann das konkret sein? Ja, es ist ja so, dass Betroffene von Neurodermitis sehr oft auch hochsensibel sind. Das sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahre. Und hochsensible Menschen nehmen sehr, sehr viel wahr und sind deshalb auch tendenziell schnell überreizt, wenn das zu viel wird allmählich. Und daher hilft es dann, wenn so eine Überreizung da ist, hilft es, möglichst viel Ruhe in den Alltag reinzubringen und möglichst viel Vorhersagbarkeit, ja, damit man wieder runterkommt von dieser Überreizung. Ja, wie mache ich das konkret? Das ist natürlich je nach Lebenssituation sehr, sehr unterschiedlich, aber ein paar Dinge, die kann man, denke ich, allgemein sagen, was es zum Beispiel sein kann. Also eine Sache ist, dass man für feste Zeiten sorgt, für feste Abläufe, für Dinge, die jeden Tag gleich sind, auf die man sich verlassen kann. Das gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und das ist was sowieso für uns Menschen ganz nützlich ist, wenn es bestimmte Dinge gibt im Alltag, auf die man sich eben verlassen kann. Eine andere sehr wichtige Sache ist, dass man dafür sorgt, dass es eine gute Passung gibt zwischen den Anforderungen, also dem, was eben gemacht werden muss oder soll oder was erwartet wird, und den eigenen Fähigkeiten oder den Fähigkeiten des Kindes, ne? Und natürlich muss auch für das, was gemacht werden soll, genug Zeit da sein. Und da beziehe ich mich jetzt auf sowohl, wenn ein Kind in der Schule ist zum Beispiel, als auch wenn ein Erwachsener an seinem Arbeitsplatz ist, als auch wenn Haushalt gemacht werden muss oder Kindererziehung. Immer dann braucht es eine gute Passung zwischen Anforderungen, Fähigkeiten und Zeit, in der das gemacht werden soll, um eben eine dauerhafte Über- oder Unterforderung zu vermeiden. Beides bedeutet Stress und auch da einfach jemandem zu ermöglichen, das Gefühl zu haben, ja, das, was von mir erwartet wird, das schaffe ich auch. Und das kann dann im konkreten Fall bedeuten, am Arbeitsplatz zu äußern, dass man überfordert ist und zu sagen, ich brauche eine Hilfe. Oder das kann bedeuten, in der Schule mit dem Lehrer zu sprechen und herauszufinden, ob das Kind womöglich überfordert ist. Das kann bedeuten, womöglich die Schule zu wechseln. Das kann bedeuten, sich Hilfe zu suchen für die Kindererziehung. Das kann bedeuten, den Partner mehr in den Haushalt einzubinden. Das kann alles Mögliche bedeuten. Und was konkret das dann ist, das wissen Sie am besten für Ihren persönlichen Alltag oder den Ihres Kindes. Ja, wie kriege ich das noch hin, Ruhe reinzubringen? Also Probleme zeitnah zu lösen ist auch ein sehr guter Tipp und die nicht so auf die lange Bank zu schieben. Weil sowas auf die lange Bank zu schieben, ist vielleicht kurzfristig ganz angenehm, aber langfristig, man hat das im Hinterkopf und das macht Stress, wenn man weiß, ich muss es noch machen. Dann lieber gleich lösen und abhaken. Eine andere Sache ist, eins nach dem anderen zu erledigen. Also nicht am Anfang Panik zu bekommen und zu denken, oh Gott, ich muss das und das und das und das und das alles machen, sondern dann eben zu sagen, okay, ich fange jetzt mit dem an und mit dem nächsten und mit dem übernächsten und am Ende habe ich zumindest getan, was ich konnte. Eine andere wichtige Sache ist, dass man genug Freiräume schafft, um auch gut Zeit dafür zu haben, gut mit sich selbst umzugehen. Das kann bedeuten, dass eine Mama, die, sagen wir mal, 3 Kinder hat und einen wahnsinnsvollen Alltag, trotzdem sich genug Freiraum schafft, um einmal die Woche zum Beispiel zum Yoga zu gehen oder Sport zu machen, ganz allein für sich. Oder andere Beispiele, je nachdem.
Und eine wichtige Sache ist auch, gerade wenn der Betroffene von Neurodermitis ein Kind ist, dass man in der Erziehung darauf achtet, das natürlich liebevoll zu machen, aber auch Grenzen zu setzen und die auch konsequent durchzusetzen. Weil auch gerade Grenzen geben Kindern Sicherheit.